Hallo ihr Lieben, willkommen zu einer Reihe Neunerlegungen. Ich habe mir gedacht, ich mache mal für jedes Thema wieder eine Neunerlegung. Was sagt uns die Legung in der Liebe, im Beruf, in der Finanzwelt und was möchte das Leben uns noch sagen? Und ich hänge die Neunerlegungen hintereinander. Ich habe unten die Zeitstempel drin. Das bedeutet, dass du einfach die Legung angucken kannst, die du möchtest, oder aber auch alle. Es ist eine Kollektivlegung. Ich lege die Finanzen jetzt mal raus und wir machen die erste Neunerlegung zum Thema Finanzen. Und ich bin gespannt, was das uns aufzeigt hier. Alle Infos zu mir, meiner Person, findest du unten in der Infobox. Ich mache euch hier oben immer in der Infokarte rein, was ihr verpasst habt. Meine Sendezeiten sind freitags, sonntags und dienstags um 19 Uhr. Und montags abends bin ich meistens auf dem Astrolymp-Kanal zu sehen mit einer Botschaft, die ich einfach nur springen lasse mit den Karten. Gerne darfst du mich auch auf meinem Tageskanal besuchen. Da mache ich so Tagesorakel und Tagesbotschaften, auch oft verbunden mit einem Auswahlorakel. Und wie du da hinkommst, ist ebenfalls hier oben in der Infokarte. Danke auch für jeden Kommentar, für alles, was ihr liked, kommentiert. Gebt ihr mir natürlich auch Rückmeldung und Wertschätzung. Das sage ich vielleicht auch viel zu selten, wie wichtig das ist hier, ne? Gut, ihr Lieben, dann fangen wir mal an. Wir haben hier bei den Finanzen im Moment eine schicksalshafte Situation. Hier legt sich gleich das Kreuz rein auf das Thema Geld, was ja auch nicht verwunderlich ist, denn wir alle haben ja auch das Außen noch mitschwingen. Und schön ist oder wunderbar ist, dass dieses Kreuz mit dem Sarg hier gleich auch eine Periode anzeigt, wo finanzielle Schwierigkeiten oder belastende Dinge sich beenden, eine neue Richtung kriegen, wo sich auch sowas wie Finanzkarma löst. Vielleicht auch die eigene Einstellung zum Geld, und mit den Blumen hier oben haben wir natürlich eine Beendigung von schwierigen Situationen, die dann auch irgendwie als Geschenk hier angezeigt wird, als Aufatmen, als eine Erleichterung, irgendwas, was eine Richtung kriegt, wo Stagnation und Schwierigkeiten weggehen. Da wir das hier in der Vergangenheit liegen haben, diese erste Reihe, ist es natürlich auch wichtig, sich anzugucken, woher kennt man Situationen, wie geht man selber mit dem Thema Finanzen, finanzielle Not, finanzieller Zuwachs um. Es scheint, dass hier im Jetzt eine neue Möglichkeit liegt, ne? Hier liegt mit dem Buch etwas, was noch im Verborgenen liegt, etwas, was sich erst noch aufzeigen wird. Etwas, wo Wissen hochkommt, was im Bereich der Finanzen wichtig für uns sein wird. Veränderungen, die noch im Verborgenen liegen, sozusagen. Es kann sein, dass für den einen oder anderen sich hier auch Konflikte aufzeigen. Es kann aber auch sein, dass sich hier Konflikte mit dem Thema Geld beenden. Oder dass man da, wo man Konflikte mit dem Thema Geld hat, eine neue Richtung kriegt, eine neue Möglichkeit, ne? Ich sage es jetzt einfach mal so, guckt euch alle Papiere, wir haben das Buch dabei, alles, was ihr vielleicht auch aufschreibt, wo eine gewisse Buchhaltung stattfindet, Kontoauszüge, all dieses, was mit Papier zu tun hat, genau an. Ja, also nehmt etwas unter die Lupe, was mit dem Bereich Finanzen, Papier, sowas alles zu tun hat. Es kann hier auch sein, dass sich Konflikte zeigen, weil eben etwas mit den Papieren nicht stimmt. So, dann haben wir hier die Maske. Irgendetwas liegt noch tatsächlich so im Verborgenen oder wird hier dargestellt als, ja, dass es irgendwie nicht richtig oder klar zu sehen ist, dass es verstellt ist, das Thema an sich, oder dass man vielleicht auch selber zu sich ehrlich sein muss. Wo haben wir hier Löcher? Wo haben wir ein Thema damit,
hier haben wir die Maske und die Blumen. Das kann ja auch sein, dass sich etwas aufzeigt, was im Verborgenen bei uns selber noch schlummert, unsere eigene Einstellung dazu, oder wo wir vielleicht denken, ich bin im Mangel und das ist in Wirklichkeit irgendein älterer Trigger. Das habe ich auch schon oft gehabt, ne? Zum Beispiel, wenn irgendeine große Rechnung kommt oder du denkst, den Monat ist es schlecht gelaufen, wie kriege ich das Loch gefüllt? Da zu gucken, ob das wirklich diese Tragweite auch hat. Natürlich auch genau unter die Lupe zu nehmen, was mit dem Thema Finanzen zu tun hat. Wir haben hier den Bären mit bei den Finanzen. Hier kann es natürlich auch darum gehen, dass wenn ihr Vorgesetzte habt oder Personen, bei denen das Geld mit abhängig ist, ne? Männer, Autoritätsfiguren, Personen aus der Vergangenheit, ja, dass ihr da guckt, dass ihr euch nicht lumpen lässt, sprich, dass ihr auch dafür euch einsteht, dass ihr euch nicht die Butter vom Brot nehmen lässt, sowieso nicht, sondern dass der eigene Wert auch bekannt ist und dass man hier nicht dazu neigt, sich billiger zu verkaufen, als etwas tatsächlich ist, ja. Bei allen Geschäften, die ihr hier auch macht mit anderen Menschen, guckt da drauf, wo etwas im Verborgenen zu liegen scheint und somit unehrlich auch ist, ne? Die Masken werden sich hier lüften auch, denn das ist die Reihe für die Zukunft. Und wir haben hier tatsächlich mit dem Haus ein Fundament, eine Beständigkeit, irgendetwas, was wir hier auch so stabilisieren können im Bereich der Finanzen. Wir haben hier zweimal die gebende Kraft. Es kann natürlich hier auch sein, dass es verstärkt um das Versorgerprinzip geht, mit dem Bären auch dabei, oder dass wir gucken, wo geben wir viel Energie rein, um unser Fundament zu stärken, wo haben wir vielleicht Konflikte auch in Beziehungsthemen, Abhängigkeiten irgendwo, wo ist jemand unehrlich zu uns, ja, wo liegt Geld im Verborgenen, das eigentlich für alle zugreifbar wäre. Wichtig ist für mich nochmal, dass es tatsächlich mit dem Kreuz angezeigt wird, dass es sich beendet, dass wir hier unten in diesem Fundament liegen, wo wir auch die eigene Stärke haben, die finanziellen Themen anzugehen, uns anzugucken, wo fehlt mir noch Wissen, wo kann ich etwas für mich noch ans Licht bringen, um meiner eigenen finanziellen Größe auch nicht selbst im Weg zu stehen. Wir gucken mal, was die Astrologie hier noch mit für Schwingungen bringt. Ja, guckt mal, wir haben hier den zunehmenden Mond mit dabei. Da geht es tatsächlich um Verwirklichung, um Wachstum, um unseren Fokus auf die Dinge. Und es ist sehr spannend, denn das heißt auch, dass wir tatsächlich durch neue Dinge oder durch, dass uns etwas klar wird, tatsächlich finanzielle Verwirklichung und Wachstum wieder erfahren können. Hier kann es auch sein, dass man sich ein bisschen streitbar macht um das, was einem zusteht, und dass man durch genaues Hingucken eventuell auch noch irgendwelche Löcher entdeckt, die man noch irgendwo hat, wo etwas rausfließt, das einem bisher noch nicht so richtig bewusst war. Was kriegen wir hier noch für eine Karte für die Finanzen? Da ist jetzt die Venus rausgefallen. Das kleine Glück, die Schönheit und die Liebe, wie passend zu den Finanzen. Ja? Ich nutze jetzt die Venus einfach mal auch da auf das kleine Glück zu verweisen, auf irgendwelche kleineren Dinge, die sich als Geschenk da zeigen, die uns auch, ja, die Schönheit ist für mich auch die eigene Größe, das Unabhängigsein, die Stärke, die man hat, finanzielle Dinge auch zu verwirklichen.
Guckt mal, wie passend. Unten haben wir noch die Werte. Hier geht es natürlich auch darum zu überlegen, was besitze ich, was sind meine Werte und wie ist mein Wert, meine Einstellung dazu, mit dem Thema Finanzen an sich umzugehen. Interessant. Da es hier um das Thema Werte geht, denke ich auch, dass wir bewusst auch wieder mal drauf gucken dürfen, was habe ich schon, was habe ich mir erschaffen und wo habe ich in der Vergangenheit schon mal gedacht, es geht nicht weiter. Ja? Und es ging dann doch. Ihr kriegt hier oder wir kriegen hier die göttliche Führung. Uns wird hier aufgezeigt, wo es Wege gibt, die wir vielleicht noch nicht ganz sehen. Ja? Gut, ihr Lieben, dann lassen wir hier noch einen Engel drauf springen auf die Finanzlegung und dann könnt ihr dranbleiben und dann geht es um das Thema Beruf, Berufung. So, hier haben wir zwei. Einmal den Engel der liebevollen Führung, also verliert hier nicht den Glauben. Wir sind hier auch begleitet und geschützt, das kriegen wir hier zweimal, ja. Und wir haben den Engel des Heiligen Geistes, der sich hier über uns ergießt. Hier kriegen wir einfach auch nochmal aufgezeigt, ne, dass wir vollkommen sind und dass wir untrennbar sind. Egal wie es auch immer aussieht, richtet hier euren Fokus nach innen und spürt, wie man sich auch aufhebt, wie man in andere Gefilde eintaucht, auch wenn es im Außen vielleicht ein bisschen schwierig ist. Hier möchte sich wirklich ein Stückchen Ballast, finanzieller Ballast auch legen. Hier haben wir auch nicht die Situation, wo wir uns so arg ablenken lassen vom Außen zu den Dingen. Und da ist es eben so, sobald man dieses Heilige Geist, die Strömung des Heiligen Geistes einfach hat, dass man dann auch spürt, welche Auswirkungen das auf alles hat, auch auf die Finanzen. Also ihr Lieben, das war die kollektive Legung zum Thema Finanzen. In der nächsten Legung, wie gesagt, Thema Beruf, Berufung. Ich drücke euch, bis dann. So, hallo ihr Lieben, es geht weiter mit der Neunerlegung fürs Kollektiv zum Thema Beruf, Berufung. Und wir legen hier mal den Anker raus, der im Lenormand genau für dieses Thema auch steht. Und natürlich, wenn ich die Karte suche, ist sie immer weit hinten. Gut, dann schauen wir mal, was das Thema Beruf, Berufung uns so mitgibt. Und wir gucken natürlich auch, ob wir die hier noch was klären müssen. Auch hier haben wir das Kreuz, das finde ich jetzt sehr interessant. Das war auch bei der Finanzlegung die erste Karte. Es geht also um ein schicksalshaftes Thema, es geht um ein karmisches Thema, es geht vielleicht um eine bestimmte Last oder eine bestimmte Bürde oder auch tatsächlich das Thema Berufung. Die einen gehen arbeiten, die anderen leben ihre Berufung. Da mag es vielleicht manchmal starke Diskrepanzen geben. Und es geht natürlich auch um ein berufliches Kreuz irgendwo, um Veränderungen, die mit dem Außen schwingen. Ja, hier scheint es irgendwelche Konflikte zu geben. Das kann auch ein Konflikt sein, den man mit sich selber hat oder mit dem Thema Arbeit an sich. Vielleicht auch mit Konditionierungen. Ne? Es gibt so bestimmte Sätze, die man mitgekriegt hat. Zum Beispiel hier in Schwaben speziell. Ne? Schaffe, schaffe, Häusle baue. Langes Fädchen, faules Mädchen, all diese Dinge, die man so gelernt hat über das, wie gestalte ich meinen Arbeitsalltag, was wird von mir verlangt, wo ich mein Leistungsprinzip auch so geprägt, dass ich irgendwie nur funktioniere. Und hier geht es drum, und das finde ich auch sehr schön, war bei den Finanzen ähnlich, diesen Konflikt, den man damit hat, oder diese Auswirkung im Alltag,
irgendwo auch in einem beruflichen Mangel zu sein oder da nicht richtig zu sein, wo man tatsächlich ist. Dieses zu klären, ja, diesen Konflikt zu klären und ein Kreuz auch abzulegen, das man in diesem Bereich trägt. Im Jetzt haben wir hier vielleicht auch ein bisschen das Thema Vitalität mit dabei. Das heißt, man guckt, wie geht es mir mit dem, was ich leisten muss? Schaffe ich das gut? Bin ich getragen? Es geht natürlich hier mit dem Baum auch um alle Berufe des helfenden Bereiches oder des Bereiches Gesundheit, das hier angezeigt wird. Und es geht aber auch darum, langfristiges Wachstum hier so hinzukriegen, dass man das gut leisten kann, ja, dass man sich vital fühlt dabei. Auch interessant, wir wissen alle, wie die Lage im Außen gerade ist, dass uns speziell dieser Bereich auch angezeigt wird, ne? Ja, es geht auch um die Selbstständigen. Es geht auch darum, sich auf einer höheren Position vielleicht einen anderen Wachstum zu bringen. Es geht auch darum, Mauern zu sprengen, die einem einpferchen im beruflichen Bereich. Das kann natürlich hier nur geschehen, wenn dieser Konflikt, den man mit sich selber hat, ja, dass man da sagt, ich muss funktionieren, mir ist es egal, wie es geht. Das kann bei jedem sehr speziell sein, dass man sich da nicht begrenzt, sondern dass man sich traut, ins Wachstum auch zu gehen, für sich selbst zu sorgen. Dass es einfach auch wichtig ist, dass man so vital ist, dass man das nicht über seine Grenzen erledigen muss, was man zu tun hat. Tatsächlich ist für einige hier das Thema Selbstständigkeit im Jetzt ein Thema, vielleicht auch die Maus nagt dran, dass viele ihren selbstständigen Bereich ein bisschen verändern müssen, um für sich selbst wieder Wachstum zu kriegen. So, jetzt hätten wir gern die nächste Reihe. Hier haben wir das Buch, das ist schon mal gut. Hier liegt noch etwas im Verborgenen. Hier darf man ein neues Kapitel aufschlagen. Hier geht es vielleicht auch darum, Wissen anzueignen, das man braucht. Oder eigenes Wissen, das man schon hat, zu benutzen. Wissen weiterzugeben scheint in der Zukunft eine gute Möglichkeit zu sein. Dann haben wir die Sterne. Das heißt, uns wird auch ermöglicht, ein neues Kapitel aufzuschlagen, das tatsächlich unter einem guten Stern steht und das Klarheit bringt. Die Sterne sind für mich immer auch ein bisschen Glück. Ja? Hier tapst man vielleicht noch irgendwo rum, wo einem die Sache nicht so ganz klar ist. Aber wir haben hier natürlich mit den Mäusen, die das Buch annagen, in der Linie hier drin. Das heißt, das, was jetzt noch nicht klar ist an Wissen, wird sich uns eröffnen. Dann haben wir den Bären. Hier geht es um das Selbstvertrauen, hier geht es um die eigene Größe. Es geht für einen oder anderen vielleicht auch tatsächlich darum, ein bisschen eine höhere Position einzunehmen. Es geht auch darum, den Glauben zu bewahren. Es geht auch darum, dass vielleicht Personen hier in unser Leben mitkommen, die uns Neubeginne mitbringen, in denen wir natürlich auch das, was uns in der Kindheit aufgezeigt wurde, ein bisschen mehr verlieren können. Hier mit dem Bären bist du selbst verantwortlich. Da hast du die Kraft und die Größe, deine Dinge, deine Berufung zu leben, sie anzunehmen. Der Bär ist für mich auch das Vertrauen in die Dinge zu haben, ja, oder eben vertrauensvolle Personen, die sich hier noch zeigen werden, die Neubeginne ermöglichen im beruflichen Bereich, verbunden mit einer Klärung, wo es jetzt vielleicht gerade so stagniert oder langweilig ist. Der Baum ist eben für mich auch die Karte, wo etwas sehr langfristig ist, wenn man bedenkt, wie lange es dauert, bis ein Baum groß und ausgewachsen ist. Das kann schon mal auch langweilig werden, ne? Also so im Alltag.
weil es kein Wachstum ist, das du direkt siehst, sondern das wird sich irgendwann mal zeigen. So, dann gucken wir jetzt hier noch mit einer kleinen Astrologiekarte. Ja, hier geht es auch um die Muse, ne? Von was lässt man sich inspirieren? Welcher schöne Bereich des Arbeitslebens möchte sich hier auch zeigen? Und für einige hat es mit Sicherheit auch mit dem 3. Haus zu tun, mit der Kommunikation, mit der Umgebung auch. Wo befindet man sich? Wie spricht man miteinander? Wie teilt man vielleicht auch mit, was man sonst niemand sagt, oder wo man so tut, als wenn man alles gut meistern kann und in Wirklichkeit sind die Dinge ganz anders. Also man löst tatsächlich einen Konflikt, indem man auch zu sich selber ehrlich ist irgendwo, mit dem Bären dieses Vertrauen zu haben, auch da auf den richtigen Weg zu kommen, seine berufliche Größe zu leben. Das 3. Haus ist im Übrigen ein Haus des Elementes Luft, sprich es geht da auch um Leichtigkeit, es geht um vielleicht auch einen neuen Wind, der uns um die Ohren weht. Es geht auch speziell um die Sternzeichen Zwillinge, Waage und Wassermann, mit denen man hier vielleicht kooperieren kann. Jedenfalls haben wir hier das Thema Umbruch mit. Im Umbruch ist manches vielleicht nicht ganz so klar oder noch nicht richtig greifbar für einen. Und tatsächlich haben wir unten noch das Thema helfende Hände, also Personen, die hier unterstützend wirken. Ich möchte mal noch, Doreen Virtue hat ein Orakel gemacht. Da geht es ein bisschen um die Lebensaufgabe. Wir schauen einfach mal, was da noch rauskommt, so als Inspiration. Was kriegen wir hier für das Thema Beruf, Berufung? Guckt mal, wie passend, ne? Helfende Hände und Unterstützung. Ja? Hier geht es auch darum, dass man sich klar macht, dass die Lebensaufgabe einen versorgt. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, auch wenn man hier denkt, so, was inspiriert mich, wo möchte ich hin, welche Vision habe ich davon, habe ich das Gefühl vielleicht auch, dass ich das nie und nimmer machen kann, weil das mir kein Geld bringt oder so, aber hier kommt tatsächlich zweimal Unterstützung, ja. Wir haben jetzt Yoga, okay, mag sein, dass der ein oder andere sich damit beschäftigt. Für mich geht es einfach darum, dass sich Lebensqualität verbessert, dass man vielleicht auch wieder das System zum Brennen bringt, dass man sich ganz fühlt mit den Dingen. Und unten haben wir noch die Freiheit, ja. Du bist frei, das zu tun, wofür du dich entscheidest. Ich glaube, das muss man sich immer wieder auch selber sagen, dass wir von dem ganzen Sicherheitsdenken und den Ängsten, die wir mithaben, uns in eine Situation beruflich bringen können, in der man sehr unfrei ist oder ja, wo man ausgebrannt ist. Das ist ja das Klassische, ich brenne für irgendetwas, mein System leuchtet und das Ausgebranntsein bringt ja vielleicht Geld, aber damit fühlt man sich in einer verpflichtenden Rolle und lass dich inspirieren von deinem Leben. Du musst es hier nicht alleine bewältigen und entscheide dich auch für eine gewisse Freiheit, natürlich in dem Maß, wie es möglich ist. Ne? Denk daran, das sind alles Inspirationen, die hier liegen, die einen vielleicht auch mal nachdenken lassen. Und wo einem auch gesagt wird, mit dem Körperlichen dabei, ne? Also guckt auch drauf, dass es euch gut geht, dass ihr euch nicht krumm buckelt. Für etwas, das am Ende unfrei macht, ne? Lasst da einen Umbruch zu. Ihr Lieben, die nächste Neunerlegung ist das Thema Liebe. Wenn ihr mögt, bleibt gern noch dran. Bis dann. So, ihr Lieben, es geht weiter mit der Neunerlegung zum Thema Liebe. Wir legen mal das Herz heraus, ja, alles, was uns am Herzen liegt.
ob das jetzt Partnerschaften, Verbindungen zu Mitmenschen sind. Ich würde schon mal auf Beziehungs- oder Liebesthemen beziehen hier in dieser Legung. Ihr wisst, ich mache das ja auch ganz selten. Deshalb gucken wir einfach mal, was das Thema Liebe uns hier in der kollektiven Neunerlegung für Inspirationen mitgeht. Ja, es geht darum, auf dem kurzen Weg das Herz zu öffnen. Es geht vielleicht auch für einige darum, sich neu zu verlieben. Es geht aber auch um eine gewisse Oberflächlichkeit, die mit dem Thema Liebe einherschwingt, die ihr vielleicht schon aus der Vergangenheit kennt. Das heißt, speziell hier haben wir jetzt die Seelenverwandtschaften angezeigt. Das kann sein, dass ihr in der Vergangenheit einen Partner, eine Partnerin, ein Gegenüber hattet, mit dem ihr euch seelisch sehr verbunden gefühlt habt und euch das auch wichtig ist, hier nicht an der Oberfläche rumzukratzen im Thema Liebe, sondern eben, dass das euch seelisch schon berühren muss, wenn ihr euer Herz öffnet. Da das Ganze in der Vergangenheit liegt, denke ich, dass es Zeiten gab, da habt ihr vielleicht oder haben wir vielleicht von unserem Liebesleben stark profitiert, aber auch gleichzeitig sehr viel Energie reingegeben, dass wir hier in der Liebe die Sonne haben, die uns durchflutet, die uns überstrahlt, die unserer Seele auch eine Qualität bringt. Aber ich habe auch das Gefühl, dass das immer nur so kurzfristig der Fall war. Also es hat nicht richtig übergeschwappt in ein langfristiges Gefühl, das man so halten kann. Also das geht jetzt hier wirklich an die Menschen, die hier das Gefühl haben, dass es eine große seelische Schwingung mit einer bestimmten Person geben darf oder muss, damit sie überhaupt öffnen können. Und ich habe hier im Hier und Jetzt auch wieder die Bewegung, die Kommunikation, dieses, ich sattle mein Pferd, ich gebe die Richtung vor, wo möchte ich hin, ja? Was bin ich bereit von mir zu geben? Wo nehme ich Richtung auf? Das hier ist schon mal sehr schön, denn wir sehen hier eben jetzt tatsächlich eine Bewegung zu Neubeginnen. Kurze Wege auch, ne? Eine gute Energie. Also man hat hier schon das Gefühl, dass die Liebe neu wachsen darf. Das gilt natürlich auch in bestehenden Beziehungen. Oder man hat hier tatsächlich so den Wunsch, dass sich in der Liebe irgendwie so etwas bewegt, was nach Neubeginn oder Neustart oder eine gewisse Frische auch mit sich bringt. Etwas, was man wieder pflegen kann. Etwas, was man nähren kann, wo man daran auch wächst, ne? Dann haben wir hier gleich ein Gegenüber. Der Baum hat sich noch umgedreht. Das ist schon mal toll, denn hier zeigt sich ein Mensch, mit dem man auch langfristig hier irgendetwas ins Wachstum bringen kann. Auch ins seelische Wachstum wieder rein, auf jeden Fall. Da die untere Reihe die Zukunft ist, ne, ist es tatsächlich so, dass wir vielleicht auch langfristig, wir haben ja hier das Oberflächliche, das Schnelle in der Vergangenheit, auch bereit sind, dem Ganzen Zeit zu geben. Ja? Also wenn hier eine Person kommt, die dein Herz irgendwie bewegt oder wo du denkst, wow, die Schwingung spricht mit mir, ich finde den Menschen toll, dann heißt der Baum halt einfach auch, nimm dir Zeit, ja? Nimm dir Zeit für Wachstum, nimm dir Zeit genau zu gucken, nimm dir Zeit auch deine tiefsten Emotionen zu überprüfen, ja? Der Mond ist die Karte der Intuition, des Unterbewusstseins. Also da regt irgendetwas auch einen Prozess aus der Kindheit wieder mit an, wo du hier deinen Frieden mitkriegst, ne? Der Mond sind auch die Gefühle von Erfolg, ja, von emotionalem angesprochen werden von einer Person. Möglicherweise zeigt dir diese Person auch nochmal irgendetwas an, was in dir schwingt, was mit schwankenden Gefühlen einhergeht. Da wir aber hier mit dem Klee das Kurze haben, denke ich, dass es eben wichtig ist für Langfristigkeit, alle möglichen Emotionen auch mit an Bord zu nehmen. Hier liegt
irgendwie auch der Mensch, der dir manchmal schlaflose Nächte macht, ja, der dich tief im Innern berührt und mit dem du am Ende hier eine Veränderung vornehmen kannst und auch eine Veränderung in Richtung deiner Sehnsüchte. Ne? Hier haben wir jetzt irgendwie keine schlechte Karte dabei. Das heißt, wenn du hier langfristig und auch dir Zeit gibst, etwas wachsen zu lassen und nicht aus der oberflächlichen Sicht her agierst, dann kann das hier schon auch ein Lebenspartner sein, der dich hier sehr berührt. Solltest du jetzt in einer Ehe sein oder in einer Partnerschaft, dann sieht man schon, dass ihm jetzt die Dinge auf Neubeginn ausgerichtet sind und dass man aber hier auch langfristig jemand an der Seite hat, der für gute Energie sorgen kann, auch wenn er einem Schatten aufzeigt. Also hier liegt schon das Fundament auch für ein erfülltes Liebesleben und für Langfristigkeit. Wir haben hier Pluto mit dran. Ja? Es gibt einige Schatten, die wir hier mit angucken dürfen. Es gibt den Bereich Transformation und es gibt auch den Bereich Umwälzung an sich. Wir haben hier ja die Störche und hier unten mit Vollust den Bereich Schönheit und Muße. Ne? Hier wird man vielleicht auch hinterfragen dürfen, wie fühle ich mich denn selber? Fühle ich mich schön genug? Fühle ich mich gut genug? Wo habe ich Schattenthemen mit dem, was sehe ich, wenn ich in den Spiegel gucke? Bin ich zufrieden mit mir oder hindert mich das in diesem Bereich, mein Herz zu öffnen oder für die Liebe auch einzustehen? Für die einen oder anderen kann es hier sogar sein oder kann es möglich sein, nennen wir es mal so, dass sie tatsächlich jemanden begegnen, von dem sie schon lang träumen. Ja? Wenn ich den Mond so für die Nacht nehme und hier die schlaflosen Nächte, dann kann das sich schon auch als Traummensch entpuppen. Ja? Oder dass man sich auch fragt, wo kann ich mir in diesem Bereich überhaupt noch Träume erfüllen. Die Hängematte kommt, also ja, nimmt's leicht, macht hier nicht so viel Druck auf dieses Thema, gibt dem Ganzen Zeit, nehmt euch auch Auszeit in Beziehungen oder so gut es eben geht. Ich weiß, Beziehungs- oder Liebesthemen, die triggern enorm, die schmerzen auch manchmal enorm. Aber hier wird gesagt, nimm dich auch ab und zu mal raus, guck auf dein eigenes Seelenheil, dann hast du hier den Erfolg mit dran. Wunderbar, ich gucke jetzt gerade mal, was kann ich noch für eine Karte draufnehmen. Und würde sagen, wir nehmen ein Engelchen noch von der Maria. Was sagen die dazu? Und die Person, die hier liegt, ist auf jeden Fall sehr inspirierend. Die könnte man schon auch als Muse bezeichnen. Das sind ihr zu viele. Wir wollen eine Karte, bitte. Danke. Ja, und hier haben wir sehr passend auch den Engel des Vertrauens. Vertraue darauf, dass sich alle Hindernisse auflösen, die vielleicht bei dir auch hier mit den Schatten, mit der Umwälzung, mit der Transformation verbunden sind. Das geht, glaube ich, auch an all die, die ein bisschen den Glauben an das Thema Liebe und Beziehung verloren haben. Unten haben wir noch den Engel des Schutzes, das heißt, wir sind hier geschützt in unseren Prozessen. Wir werden von der göttlichen Kraft geleitet und wir können uns auch in Sicherheit fühlen. Ihr Lieben, das war die Neunerlegung zum Thema Liebe. Wenn ihr jetzt noch dranbleiben wollt, mache ich noch die Neunerlegung zum Thema Leben. Was möchte das Leben uns sagen? Ich drücke euch und bis bald. So, ihr Lieben, last but not least würde ich jetzt nochmal zu diesen Karten greifen und wir gucken uns einfach an, was das Leben uns mitteilen möchte. Ich nehme extra die Karten, weil da ganz viele Zusatzkarten drin sind und ich lege mal den Baum in die Mitte. Die Karte steht ja auch für das Leben und ich bin natürlich schon gespannt. Klar liegt jetzt der Baum wieder, weiß Gott, weit hinten, wie immer. Ich muss mir mal einfach angewöhnen, von hinten zu gucken.
oder von hinten zu beginnen. Guckt euch das an, immer wieder das gleiche Spiel, ne? So, hier haben wir ihn. Und wir fragen in der Neunerlegung, was ist eine Impression, eine Inspiration, die das Leben uns mitgeben möchte. Die erste Karte ist gefallen. Es geht darum, die Bereiche anzugucken, die uns unruhig machen, die uns auf die Nerven gehen, die uns ruhigere Wege bringen, die uns aus der Unruhe auch rausbringen irgendwo, die es uns auch ermöglichen, für uns selbst einzustehen. Das heißt, dass wir nicht uns vom Außen oder von anderen Personen so sehr beeinflussen lassen. Und auch hier kommt wieder das Kreuz, wie in fast allen Legungen, spricht gerade im Moment eine Situation mit uns, die irgendwie schicksalshaft ist, die uns auch schicksalshaft neue Wege mitbringt, Wege, die wir vielleicht nicht so kennen, Entscheidungen, die wir fällen müssen, die uns vielleicht auch ein bisschen unruhig machen, weil mit sehr viel Neuem verbunden oder auch mit gewissen Ängsten. Jetzt hat sich hier der Klee umgedreht, das ist schon mal gut. Wir haben im Jetzt das kleine Glück, wir haben hier diesen Moment, wo man auf dem kurzen Weg gute Möglichkeiten nehmen kann und wo wir hier auch mit dem Bären einen sehr vertrauensvollen Weg gehen können, der uns an unsere eigene Größe erinnert. Wir haben hier vielleicht auch Personen mit einspielen, die wichtig für uns sind. Hier gibt es speziell vielleicht auch tatsächlich, mit den Eulen haben wir hier so dieses Ding von, quatscht mir nicht rein, wenn ich meine Wege gehe, aber mit dem Bären haben wir halt die Person, auf die du bauen kannst, die ist vertrauenswürdig, die schenkt dir tiefe Einblicke, die inspiriert dich, die bringt dir irgendein Geschenk mit, die hat schicksalshaft auch was mit deinem Leben zu tun oder möchte dir irgendetwas aufzeigen. Es geht darum, wie in allen Legungen auch hier, seine eigene Größe zu leben, im Vertrauen zu bleiben, sich auf die Sachen zu konzentrieren, die einen im Alltag das Gesicht zum Lächeln bringen, die so Möglichkeiten mit großer, kräftiger, wie soll ich sagen, Kreativität auch weiterzugehen, zu gucken, wo sind denn meine Bereiche, die mich beglücken, auch in Kleinigkeiten, ne? Diesen Blick auf das Kleine zu legen und nicht immer auch in der Tiefe zu bohren, sondern auch die Leichtigkeit vom Leben wieder mehr zu genießen und trotzdem das Gefühl zu haben, ich kann mich irgendwo anlehnen. Wir haben unten die Blumen, das ist schon mal gut. Wir haben aber auch den Sarg dabei, das heißt, dass es für uns Umbrüche gibt im Leben, heraus in die Entscheidungsfähigkeit auch rein. Ich habe hier das Gefühl, das geht speziell an die, die lange vermieden haben, Wege zu gehen, Entscheidungen zu treffen, Optionen zu nutzen. Vielleicht auch aus einem alten Thema raus, wo man eben nicht so im Vertrauen ist oder wo auch so Ängste mitspielen oder Unruhe mitschwingt, wo man nicht die Entscheidung fällen kann, die man in einem ruhigen Moment für sich klärend auf den Weg bringen kann. Es ist ein bisschen kompliziert ausgedrückt, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Es geht darum, Stagnation zu beenden, auf den Weg zu kommen, Möglichkeiten zu nutzen, die das Schicksal einem auch mitgibt. Es geht vielleicht auch in der Zukunft nochmal darum, Dinge zu beenden, die einen vom Leben trennen, sondern Dinge wieder anzunehmen, die einem mehr zum Leben hinzuführen oder wieder mehr ins Leben reinbringen.
Und es geht auch darum, Mauern zu sprengen oder Situationen, die sehr trennend für einen wirken. In diesem Fall kann es irgendein Verlust sein, ne? Von einem Partner oder von einem Menschen, der einem sehr wichtig war, das einen hier sehr stagnieren ließ oder auch viel Vertrauen gekostet hat. Wir haben unten das Buch, das heißt, es eröffnet sich ein neues Kapitel. Hier mit dem Turm am Ende kann es natürlich auch sein, dass wir hier in der Ruhe, in diesem Rückzug von diesem speziell unruhigen Alltagsdingen die Kraft finden, unsere Umbrüche zu machen. Und ich habe hier einen sehr kurzen Zeitraum. Also das ist jetzt hier nichts, was sich endlos in die Länge zieht oder was in Jahren erst sichtbar ist, sondern hier geht es um das Hier und Jetzt, ja, um das kleine Glück, um den Moment. Es geht um eine kreative Energie, die wir hierfür nutzen, und es geht mit den Blumen auch natürlich in Richtung Frühjahr. Also das ist hier ein sehr kurzfristiger Zeitraum, der hier angezeigt wird, wo man tatsächlich hier ganz viel Neues beginnen kann, wo man auch mit so Wissbegierde wieder an die Dinge geht, raus aus der Stagnation, wo man sich auch wieder traut, Dinge zu entscheiden oder auf den Weg zu bringen. Oder auch hier speziell Situationen zu verlassen, die lästig sind. Vertraut auch da wirklich auf euch selber, ne? Wir haben den Turm, da ist nichts im Außen, das hilfreich ist, sondern im Turm bist du immer selber, ne? Du kannst ja deine Mauern sprengen lassen, du kannst in dir drin suchen, was dich beglückt, wie viel es braucht oder wie wenig es braucht. Und wir haben unten das 5. Haus noch, oder mit der Astrologie das 5. Haus. Das ist hier ein Haus des Elementes Feuer, geht ein bisschen auch an die Sternzeichen wieder Löwe und Schütze, und es geht tatsächlich sehr um das Thema Selbstverwirklichung. Also das Leben möchte nicht, dass wir stagnieren, dass wir hier gefangen sind, sondern dass wir irgendetwas auch wieder auf die Erde bringen, indem wir uns selbst verwirklichen können. Guckt mal, mit der Venus unten dran haben wir hier das kleine Glück tatsächlich, die Schönheit, die Liebe zum Leben, alles, was so inspirierend wirkt auf Selbstverwirklichung, was mit einer großen Kreativität auch die Nerven beruhigt, ne? Der eine oder andere muss auch eine Grenze setzen oder hat eben eine Begrenzung, über die er rauskommen darf. Da das Thema Vertrauen hier mitliegt, denke ich, dass man auch vielleicht aufzeigen kann, wo sind denn meine Begrenzungen aus der Vergangenheit, was haben die ihm jetzt überhaupt noch zu suchen, oder aber wo war es mir in der Vergangenheit auch nicht möglich, bestimmte Grenzen zu setzen, die mich dann mehr gehindert haben, meine Wege zu gehen oder irgendwie mich im Kreis haben laufen lassen. Oh, ist sehr speziell und bei mir auch speziell sehr treffend. Einen Engel hätten wir noch gerne. So, hier haben wir sehr passend. Ne? Hier soll man neue Wege gehen, raus aus der Stagnation. Und hier haben wir den Engel der Entschlossenheit, hier auch mit der 8, ne? Der liegenden 8, dem wiederkehrenden Prinzip, dass alles endlos ist und alles miteinander immer verbunden. Entscheide dich mit Leichtigkeit und tue das, was ansteht. Also nichts vermeiden, die Grenze vielleicht auch für sich selber aufzeigen, ne? So dieses Thema, ich lasse mich nicht begrenzen, ich gehe entschlossen meinen Weg und ich treffe auch Entscheidungen, die dann nachher für mich sind. Das hat nicht diese Schwere dabei, dieses Kreuz, das liegt hier in der Vergangenheit, hat wohl aber noch Auswirkungen. Und diese gewisse Entschlossenheit zu haben, das wirklich zu tun, was man tun will, was der Selbstverwirklichung dient, scheint hier in dieser Legung sehr wichtig zu sein. Ihr Lieben, ich danke euch fürs Zuhören, ich drücke euch und bis bald.